Ich habe im letzten Jahr mir zum Ziel genommen, 3 sehr bekannte Trailrouten in Europa zu klettern. Und mit Europa meine ich eigentlich vor allem Kontinentaleuropa, ausgenommen die britischen Inseln. Und dort hat das Trailklettern schon viel einen höheren Stellenwert und eine grosse Akzeptanz. Und so habe ich im vergangenen Jahr die Route Gondokrack in der Schweiz, die Route La Voyage in Frankreich und Greenspit im Valle d'Orgo in Italien geklettert. Gondokrack ist jetzt von diesen 3 Routen, die ich geklettert habe, sicher technisch klar die schwerste Route. Und ist auch von der Absicherung her natürlich nicht ganz so bedenkenlos, weil man halt zuoberst oben eine Boulderstelle hat, wo man ziemlich ein Runout muss klettern, weil man gar nicht sonst etwas legen kann. Und das ist auch immer ein wichtiger Punkt beim Trailklettern. Die Route wird automatisch schwieriger, weil ich halt mehr Zeit brauche, um die Placements zu legen, also die Sicherungspunkte. Das war sicher für mich bei Gondokrack der grosse Reiz gewesen, eigentlich eine Route, die mittlerweile immer noch an meiner Leistungsgrenze ist, in diesem Stil zu klettern. Gut, Tanja. Beim Trailklettern ist im Unterschied zum normalen Sportklettern so, dass man die Absicherungen selber legt. Also es werden keine Bohrhäken gebraucht. Und man tut die Route mit Frens, Keilen oder was auch immer absichern. Und das macht eigentlich vor allem den Reiz aus vom Trailklettern, weil man ist eigentlich komplett für seine Sicherheit selber verantwortlich und kann eigentlich sehr gut an vielen Orten auch die natürlichen Felsformen brauchen, um abzusichern. Aber es ist automatisch schon mit einem gewissen Risiko verbunden, aber vor allem auch braucht es sehr viel Erfahrung. Man muss einschätzen. Und man hat hier auch Angst und das ist schon auch das, was den Reiz des Trailklettern ausmacht. Le Voyage ist auch wieder auf ihre Art sehr einzigartig, weil sicher schon mal die Länge, es ist über 40 Meter lang, im schönsten glatten Sandstein, was eigentlich einfach nur dank diesen wenigen Strukturen, die es hat, macht es kletterbar. Aber auch dort, die Schlüsselstelle ist eigentlich klassische Wandkletterei mit einem relativ schweren Boulder. Und dazu ist sie halt auch noch sehr ausdauernd. Aber eben, wie es die Route schon sagt, also der Routenname, es ist wirklich einfach so eine Kletterreise, wenn man dort einsteigt. Es hat sicher ein gewisses höheres Risiko als normal Sportklettern an Bohrhäken. Aber nichtsdestotrotz ist mittlerweile eigentlich die Möglichkeiten vom selber absichern, die sind viel besser geworden. Die Frens sind mittlerweile sehr gut und von dem her kann man es nicht immer so sagen. Es gibt Routen, die sind sehr gefährlich, aber dann gibt es auch wieder Routen, die man selber absichern kann, wo es eigentlich keine Rolle spielt, ob der Bohrhäken drin wären oder nicht, weil die Frens einfach so gut haben.
Ich habe ziemlich genau vor 10 Jahren eigentlich richtig mit Trad-Klettern angefangen. Und das war mit der Begehung von Hanuman. Sicher auch eine der schwersten Trad-Routen in Europa. Das war für mich sicher dann zumal sehr, sehr schwierig, so eine Route. Dann war das für mich auch von den technischen Schwierigkeiten sehr am Limit und die Absicherung bei dieser Route ist auch sicher sehr anspruchsvoll. Und das war eigentlich so ein bisschen eine kalte Dusche am Anfang. Das hatte ich auch recht lange, dass ich das klettern konnte zumal. Aber so habe ich eigentlich das Potenzial und eigentlich auch den Reiz vom Trad-Klettern richtig entdeckt. Bei Greenspeed ist sicher sehr speziell. Das ist eigentlich die einzige Route, die komplett auch die Schlüsselstelle in einem Riss ist. Die anderen 2 Routen, da bin ich eigentlich mehr klassisch im Wandklettern. Und Greenspeed ist eigentlich alles Rissklettern, also mit Handklemmer und Fingerklemmer. Und das ist schon sehr speziell und das ist sicher auch der Grund, wieso die heutzutage immer noch so populär ist und eigentlich 2003 bei der Erstbegehung durch Didier Berthaud als die schwerste Rissroute von Europa gegolten hat und mittlerweile kann man schon sagen, immer noch eine der bedeutendsten Trad-Rissrouten weltweit ist. Jetzt haben alle Routen ihre Einmaligkeit, aber lustigerweise haben sie auch gewisse Gemeinsamkeiten. Das ist zum Beispiel, dass alle Routen eigentlich entweder mal Bohrhaken drin hatten oder immer noch Bohrhaken drin haben. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass eigentlich eben Trad-Begehung oder die Möglichkeit, Routen Trad zu klettern, dass das eine Route sehr viel einzigartiger macht, weil schwere Routen an Bohrhaken gibt es wie Sand am Meer, da gibt es sehr, sehr viel. Und das Potenzial zum Trad-Klettern in Europa, würde ich sagen, ist gleich auch beschränkt. Und wenn man schlussendlich an einem Punkt ist, wo man einfach die ganze Zeit, wie jetzt bei Gondo Crack, Friends neben Bohrhaken legt, ja, dann wird es zu einem Spiel, das nicht wirklich Sinn macht. Dann kommt man so ein bisschen zu einem Punkt, wo man sagen kann, ja gut, ich werde nicht aktiv und von Bohrhaken rausschlagen, abschlagen. Und so wie sich in der Geschichte gezeigt hat, macht das Spiel längerfristig auch keinen Sinn, weil dann kommen einfach noch mehr Bohrhaken in einer Route. Man sieht es jetzt hier auch bei Greenspeed, dass sie 2 Serien Bohrhaken drin, die sind wieder draussen, jetzt ist sie wieder Trad, oder? Und das war eigentlich auch ein bisschen für mich eine Motivation, einen Film zu machen, um eigentlich genau eben den Reiz des Trad-Klettern aufzuzeigen. Und man muss nicht unbedingt Bohrhaken abschlagen, aber es ist einfach wichtig, dass es die Akzeptanz behaltet und dass die vielleicht auch ein bisschen wächst. Sonst hat man irgendwann kein Potenzial mehr zum Routen selber absichern. Und dann kann sich der Sport wie auch nicht mehr weiterentwickeln. Und dort denke ich, ist es immer wichtig, dass man miteinander redet und dass man eigentlich zusammen eine Lösung findet.